Margulis, sehr geehrter Herr ärztlicher Direktor, Studiendekan, Prodekan, Forschungsdekan, sehr geehrte Damen und Herren, Freunde, Familien, liebe Kommilitonen, für die wir uns hier heute versammelt haben. Ich begrüße Sie alle herzlichst im Namen der Studierenden des 5. Semesters, des 1. Klinischen. Mit großer Freude sah ich Ihnen die Kittelvergabe und Begeisterung bei den Kommilitonen. Ich blicke in den studentischen Rängen nicht nur in alte, wie bekannte Gesichter, sondern auch in viele neue. Unsere Ziele, wenn sie auch in ihren Feinheiten verschieden sein mögen, sind in ihrer Essenz gleich. Eines Tages eine gute Ärztin oder ein guter Arzt zu werden. Den mir bereits bekannten Kommilitonen ist wohl bewusst, dass es auch bei uns Zeiten gab, gar nicht so lange her, in denen wir uns gegenseitig fremd erschienen. Darauf folgten Zeiten, in denen wir lernten, einander zu schätzen. Ich freue mich darauf, die Geschichten jedes einzelnen dazugestoßenen Kommilitonen kennenzulernen und heiße Sie auch hiermit im Namen der Kohorte 11 herzlich willkommen. Ein großer Dank gebührt unseren Familien und Freunden für ihre große Unterstützung. Sie halfen uns, den ersten großen Teil unseres Lebens zu gestalten, geschrieben mit ihren Händen, als wir noch unkundig der Schrift waren. Der ärztliche Beruf ist wegen seiner Selbstlosigkeit bekannt. Unsere Familien wissen aber, dass der Weg dahin manchmal ein bisschen eigenbrötlich werden kann. Sie scheuen keine Mühe, damit wir unseren Traum verfolgen können. Monatelange Lernphasen, in denen soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. In denen der Tag- und Nachtrhythmus zum Rhythmus Buch auf und Buch zu wird. Und aus Ausdauersport werden Lernmarathons und Schlussspurt in der Nacht vor der Prüfung. Wir als Studierende der Medizin sind zu Zeiten dazu verpflichtet, lange Nächte auf einer Matratze alleine mit einem Buch hinzunehmen. Denn wir möchten bereit sein, wenn der Tag kommt, an dem wir am Bett des Patienten stehen. Ich danke persönlich meinen Eltern, die einen großen Wert auf Bildung legten, und meinem Bruder für Gedankengut. Unser gemeinschaftlicher Dank geht im Namen meiner Kommilitonen aber auch an Sie, liebe Eltern, Geschwister, Partner, die sich alle versammelt haben. Wir wissen, dass wir uns nicht nur in den freudigen Momenten wie heute, in den lauten Momenten beiseite stehen, sondern auch in den schwierigen. Meine Kommilitonen werden Ihnen im Laufe des Abends danken, auf der einen oder anderen Art. Mag es eine Lobesrede oder nur eine herzliche Umarmung sein. Es wird bedeuten, ohne dich würde ich hier heute nicht stehen. Bei vielen Gesprächen mit Mitstudenten ließ sich im Vorfeld zu dieser Feier die Frage heraushören, was bedeutet dieser Kittel eigentlich? Mit dem weißen Kittel verbindet man doch medizinisches Fachwissen, Vertrauenswürdigkeit, Verantwortung, Gewissenhaftigkeit. Doch ich muss euch leider enttäuschen, mit diesem Kittel kann man sich diese Werte nicht einfach so anziehen. Es ist vielmehr die Chance, sich das Wissen und die Werte zu erarbeiten. Wie Sie sehen, wurden Universalgrößen verteilt. Es ist eigentlich ganz treffend. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen in den Kittel hereinwachsen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass das Erkenntnis, diesem Wissen und diesen Werten nicht an einem lauten Abend wie heute, sondern vielmehr in den stillen Momenten getroffen wird. Es sind die stillen Momente, in denen wir die Bücher wälzen, um unser Wissen zu vertiefen, oder in denen wir über unsere Patienten nachdenken, die wir in den Vorlesungen oder Stationen sehen. Da sie uns noch beschäftigen, da sie uns interessieren und da wir auch Fürsorge. Klar, sich dies zu erarbeiten dauert sehr lange, das wissen wir alle. Wenn es aber dann kommt es natürlich. Es findet sich in einem Augenschlag, in einem Händedruck, in einem fürsorglichen Blick. Und dies nicht nur gegenüber dem Patienten, sondern auch gegenüber den Angehörigen. Wie wichtig diese Fürsorge gegenüber den Angehörigen sein kann, erlebten wir beispielsweise bei der Trauerfeier im Anatomiesemester. Der Tag, an dem wir uns gemeinsam mit Freunden und Familien der Verstorbenen von den Körperspendern verabschiedeten, die wir über ein Semester begleiteten. Neben der gedrückten Stimmung beobachtete ich aber auch Folgendes: ein gemeinschaftliches Verständnis von Verantwortung. Wir übernahmen Verantwortung gegenüber den Verwandten.
als wir eine würdevolle und respektvolle Trauerfeier gestalteten, um den Abschied der Angehörigen zu erleichtern. Trotz des Hintergrundes war es im Zusammenhang auch ein schönes Erlebnis zu sehen, dass das Semester zusammengewirkt hat, als eins. Ich hoffe, dass das Semester weiter einen so engen Zusammenhalt hat. Ein altes Sprichwort sagt, einzelne Bäume wachsen nur so schnell wie der umgebende Wald. Ein persönliches Dankeschön gilt deshalb meinen Kommilitonen für eine ausgesprochen angemessene Atmosphäre. Und an meine Kommilitonen möchte ich mit meinen abschließenden Worten wenden. Ich gratuliere euch zum geschafften Physikum. Haltet euch in Gedanken, warum ihr hier seid. Haltet euch in Gedanken, wohin ihr schon immer hingehen wolltet. Mit dem Physikum endet ein weiteres Lebenskapitel, aber es macht auch Platz für ein neues. Das Heft ist in eurer Hand. Was ihr von nun an weiter schreibt, das bleibt voll und ganz euch überlassen. Vielen Dank.